diese Technologie, du hattest ja auch mal beschrieben, dass zum Beispiel der Großraumer, Great Spacer, dass allein dadurch, dass der sich durch das All bewegt, entsteht da schon mit den Partikeln, die sich auch noch im All überall Ja. entsteht Reibung an ihrem Schutzschild. Also das berührt nicht das Schiff, aber es entsteht doch eine Reibung, die das Schiff wieder auflädt mit Energie. Ja, richtig. Dann der Weltraum, obwohl es heisst, der Weltraum ist leer, das stimmt hinten und vorne nicht. Unsere Wissenschaft ist völlig auf einem falschen Weg diesbezüglich. Ja. Der Weltraum ist voll Energie und voll Partikel, wo der Mensch eigentlich noch nicht einmal kennt. Man sagt dem einfach Weltraumstaub. Ja. Oder? Das ist einerseits Materie, wirkliche Materie, und das andere ist einfach Energie. Oder? Ja, und da gibt es sicherlich Energieformen, die wir noch nicht kennen. Ja, das Und gibt auch. Tausende von Energieformen. Jede Lebensform, die es gibt, hat eine bestimmte Energieform, eine eigene Energieform. Jeder Grashalm hat eine andere Energie als ein Baum zum Beispiel. Oder eine Nuss oder eine Frucht oder was es eben ist. Eine vollkommen andere Energie. Aber es ist Energie vorhanden. Oder? Ja. Nur der Mensch ist noch nicht so weit, dass er das kann feststellen. Ja. Auch, dass es eben 280 Elemente gibt, das ist den Erdenwissenschaftler ja noch vollkommen Nein, unbekannt. das ist denen fremd. Ja. Wir haben halt irgendwas über 100 oder sowas in der Ja, Art. ich glaube 112 oder wie Ja, viel, oder? ja. Aber Wo sie kennen oder einigermaßen so einigermaßen kennen. Ich will nicht behaupten, dass sie wirklich kennen, sondern einigermaßen kennen. Sie wissen das und dieses und jenes davon, aber sie wissen nicht, was es wirklich ist. ja, Oder? Und dass 280 sind, von dem haben sie noch keine Ahnung. ja. Also als Beispiel zum Beispiel, als ich Jaime besucht hatte, hatte er diese Kugel mit dem Durchschuss. Weil du meintest, das ist ein Durchschuss, also das ist es ja sicherlich auch. Und da sind eben diese 3 Elemente drin, Titanium oder Titan halt, Vanadium und ich glaube Aluminium. Und einzeln also sie haben ja dann versucht, mit dem Schweißbrenner da sozusagen zu schneiden. Und 4.500 Grad hat es halt nicht zum Schmelzen gebracht. Und jedes Element einzeln hat einen viel niedrigeren Schmelzpunkt. Aber eben diese Kombination hat diesen Schmelzpunkt erhöht. Hat es sozusagen es hat eine andere Energie. Richtig. Und hat auch eine andere Festigkeit und eben viel höheren Schmelzpunkt. Ja. Und das ist ja, was wir eigentlich nicht verstehen können. Warum schmilzt das nicht? Weil da eben eine neue Form entsteht. Und dann eben, es kommt wahrscheinlich auch nicht nur darauf an, es waren ja irgendwie 80%, 10% und 10%, so wurde die Verteilung. Sondern es kommt sicherlich auch darauf an, wie es hergestellt wird. Wie es hergestellt wird, natürlich. Weil die Plejaden haben ja diese 7 Umwandlungsprozesse. Ja, ich glaube nicht, dass die Sachen einfach, wie soll man sagen, gemixt werden. Also, weißt, wie der Mensch das macht, er schmelzt die Sachen miteinander zusammen. Ja. Oder? Und
so wie ich die Sachen sehe, die werden nicht einfach verschmelzt miteinander. Die werden ineinander hineingefügt. Ja. Und das ist etwas ganz anderes als ein Schmelzprozess. Ja. Wenn du zum Beispiel einen Teig machst, du tust ja den nicht verschmelzen miteinander, sondern du tust die verschiedensten Sachen ineinander hineinfügen, ineinander hineinknatten oder mit dem dann sagst und machst, oder? Ja, wie Marcel Vogel sagte, da eben eine kalte Fusion, ne? Cold Fusion Process. Ja. Also bei dem, was er untersucht hatte. Ja. So hatte Genau. er das analysiert, dass das eben nicht durch Sieden oder durch eben Schmelzen Eben. passiert ist, sondern Ineinander gefügt wird. Ja, Oder? ja. Aber wie konnte er ja auch nicht sagen. Wir sagen dann einfach primitiverweise. Wir haben keinen anderen Ausdruck. Es wird verschmelzt miteinander. Oder? Ja. Aber eben kalt. richtigerweise ist es eigentlich ein Verknatten miteinander oder ein Zusammenfügen miteinander. Oder mit dem willst du sagen, oder? Ja. Wir haben eigentlich gar keinen Ausdruck für das, oder? Ja. Für andere Sachen schon, eben wie zum Beispiel einen Teig herstellen mit Eier, mit Mehl, mit Zucker, mit Salz, mit Gewürz und so weiter, wo ineinander reinmischen tust, oder? Ja. Wo nicht ein Schmelzprozess mit Hitze vor sich geht, sondern einfach ein kalter Prozess, Ja. oder? Und das auf irgendeine Art und Weise dieser Art muss das vor sich gehen. Ich weiss es nicht wie. Ja. Aber ich kann mir das etwa vorstellen, aber es ist nur eine Vorstellung. Ja. Oder? Ja, was ich mir vorstellen könnte, ist eben, dass, sagen wir mal, ein gewisses energetisches Feld aufgebaut wird. Ja. Und verschiedene Energien ineinander und fließen tun, oder wie Ja. man dem sagen will. Und dann verbinden sich diese Elemente. Denn er sagte ja auch, dass die Elemente nicht ineinander geflossen sind, sondern sie waren immer noch getrennt, aber eben dort, wo die Naht war, waren sie eben die Elemente verbunden. Ja. Also nicht geklebt oder so, sondern... Ja, man könnte zum Beispiel, das beste Beispiel ist zum Beispiel, man nimmt einfach Wasser und das mischen mit anderen Flüssigkeiten, die nachher ineinander hineingehen. Ja. Oder? Ja. Aber eben bei Marcel Vogel war das Interessante, er sagte ja, dass das weiterhin getrennt, weil es war verbunden wie an so einer Nahtstelle, als ob das zusammengenäht wurde. Ja. Aber es ist nicht ineinander gegangen. Ja. Das ist eben das Erstaunliche, weil es dort ja dann doch auf einer atomaren Ebene eine es bleibt Bindung es bleibt praktisch selbstständig. Ja. Oder? Trotzdem, dass es vermischt ist mit dem anderen, bleibt es selbstständig. Ja. Das ist schon unglaublich. Ja, ich hatte mit Jaime gesprochen und der hat ja halt diese Buga-Kugel im Besitz. Und er, also sie haben meinen, dass die 12.000 Jahre alt ist. So, wo ich dann auch dachte, wenn die so alt ist und jetzt wirklich vielleicht 12.000 Jahre unterwegs war, dass die hier so rumgeflogen ist, muss die ja auch irgendwie die Energie einfach dadurch, dass sie sich durch die Atmosphäre bewegt oder so aufnehmen. Ja. Ja, eben. Und dann fragen sie sich auch, sie sagen jetzt 12.000 Jahre. Aber unter Umständen können sie das, selbst mit der Carbon-Methode, können sie das ja gar nicht messen.
können ja nicht sagen, feststellen, wie alt das sie wirklich ist. Es ist ja nur eine kernmäßige Schätzung, oder? Ja. Ich denke, man kann das nicht einmal carbonmäßig feststellen, oder? Wo sie ja mit den Carbonmethoden das, dieses und jenes sagen, das ist so alt oder es ist ungefähr so alt und so weiter und so fort. Ich denke, da kann man nicht einmal herkommen. Ja. Es ist nur eine Idee. Mehr kann es ja nicht sein. Es kann vielleicht 1 Million Jahre alt sein. Ja. Oder? Ja. Wie wollen wir das wissen? Ja. Ich meinte zu ihm, sie sollen das nicht öffnen. Also nicht gewaltsam. Ne? Ja. Das wäre unklug. Das wäre wahrscheinlich nicht schlau. Ja. Das ist nur so ein Gefühl halt, dass das möglicherweise kommt die von den Althergereisten, die auch auf dem Planeten leben, im Geheimen, dass einfach gesagt wurde, so die Menschheit soll jetzt wieder den nächsten Schritt machen. Und denn die ist ja, 2 haben die ja gefilmt, mit der Videokamera oder mit dem Handy von 2 Positionen und die wussten nicht voneinander. Und dann ist die Kugel runtergekommen und der eine ist halt hin und hat die dann aufgesammelt. Und das schien mir wie so, weil auch in der Aufnahme, wie die so runterschwebte und dann liegen blieb auf dem Boden, als ob das sozusagen in Anführungsstrichen eine bewusste oder eigenständige Entscheidung war von der Kugel. Ja, ja. Dass die sozusagen... Ja, eben. Wie wollen wir das wissen? Ja, natürlich. Das ist nur ein Eindruck, den ich hatte. Ja. Das ist jetzt kann auch meine Fantasie sein. Ja, aber, eben eine Idee. Ja, aber ich dachte, wenn die... Also sie ist mit Sicherheit alt, davon kann man schon ausgehen. Und wenn die so lange sich hier immer in der Atmosphäre frei bewegt hat, warum soll die jetzt auf einmal dann landen? Ja. Da muss es ja einen Grund geben. Die könnten ja sonst einfach weiterfliegen. Unter Umständen auch eine Idee. Es kann durch den Weltraum getrieben worden sein oder vielleicht irgendwann eine Explosion gewesen auf einem Planet, hat sie fortgejagt oder weiss der Teufel was. Oder? Ja, sie könnte auch von weit her kommen. Ja, richtig. Das könnte sein, dass sie vor Lichtjahre unterwegs waren. Ja. Schon, das ist eine Technologie, da bestehen wir wie im Ochs vom Berge, weißt du? Ja. Das ist wie sagst du mit der Esel am Berg? Ja, also ja, der kommt da auch nicht hoch, der Ochs. Gut. Dann hatte ich nach der Energie gefragt, die Kugel abgestrahlt hat, die Plejaden so verändert hat. Und ob das möglicherweise Schöpfungsenergie war oder eine Variation dessen. Keine Ahnung. Und dann das weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist eine Energie, die der Mensch erfunden hat. Ja, die Antwort war, die Kugel strahlte künstliche Energie ab, keine Schöpfungsenergie. Die Energie, die Kugel abstrahlte, war keine Schöpfungsenergie, sondern eine künstliche, die zu einer dauerhaften evolutiven Bewusstseinsveränderung der Plejaden führte. Eben, das ist das, was ich eben auch denke. Ja. Wo sie ja bestätigt haben, dass es ist eine künstliche Energie, oder? Also etwas, wo hergestellt wurde. Ob es der Mensch war, ich weiß es nicht. Ob es irgendeine andere Wesenheit war, ich weiß es nicht. Ja. Das ist einfach eine künstliche Intelligenz gewesen. Die Kugel ist ja von denen, die Bibliothek erbaut hat, auch erbaut worden. Ja. Insofern müssen die ja schon da. Ja, ich weiss nicht, was für Wesen das sind, in welcher Form das Menschen sind oder menschenähnliche Wesen sind. Ich weiss es nicht. Oder? Ja. Weißt du, es gibt viele Möglichkeiten. Auch wenn man sagt, es ist menschlich, oder? Weißt du,
können viele Arten sein, oder? Es gibt nicht nur Menschen, oder? Es gibt Homo sapiens sapien, was heute ist, oder? Und so weiter und so fort, oder? Wie das die Menschen gsi sind, oder das, wie wir vielleicht heute würden sagen, Homo sapiens, oder weiss der Kuckuck was? Ja. Ja. Oder? Ja, du hast ja auch schon Wesen getroffen, die wir sozusagen, die Gasatmer und so weiter, Ja, natürlich. die schon anders Zum aussehen. Beispiel, ich denke noch an Sina zum Beispiel, oder? Ja. Oder die da unsere Auto kaputt gemacht haben, wo sie es angelangt haben, weisst du, die Säure-Menschen da, oder? Also, es sind auch, man sagt ihnen Menschen, oder? Sie sagen, ja, wir sind keine Menschen, oder? Wir sind das und dieses und jenes, oder? Ich weiss das nicht. Ja. Was sie von sich selber sagen, was sie sind, oder? Ja. Wir gehen nach den Begriffen, die wir da auf der Erde geschaffen haben, oder? Ja, natürlich. Wir brauchen die Bezeichnungen, Ja. oder? Aber die meisten sind schon humanoid in der Erscheinungsform, ne? 2 Arme, 2 Beine. Ja, natürlich. Das heisst ja nicht, dass das, wenn sie, wie du sagst, humanoid. Wir sagen ein Mensch humanoid. Oder? Ja. Sie müssen das nicht unbedingt sehr weg sein, wie wir uns das vorstellen. Ja. Oder? Zum Beispiel das Ina, das ich vorhin genannt habe, kann ich, ja natürlich, sie ist humanoid. Sie hat Hand wie mir, sie hat einen Körper wie mir, sie sieht einfach anders aus, sie sieht wie ein Reptil aus, oder? So, so eine Art ein Reptilmensch, oder? Ja. Also mit ihrem Urg, Ja. wo sie da gemacht hat. Das, wir sagen, das ist einfach menschlich, oder? Aber in Wirklichkeit ist das ganz anders. Das ist eben nicht humanoid, sondern ich weiss nicht, oder? Ja, sie haben ja eine ganz andere Entstehungsgeschichte. Ja, natürlich. Der Planet hat ja da auch andere Bedingungen. Ja. Ja, es ist einfach nur eine Beschreibung, zum darlegen oder darlegen, wie das jemand aussieht. Man sagt humanoid. Sehen aus, humanoid ist eigentlich der Mensch. Ja. Oder? Er sieht also menschenähnlich aus. Oder? Ja. Mit seinem Körperbau und so weiter und so fort. Humanoid. Aber in Wirklichkeit ist das ganz anders, oder? Wenn unter die Haut gehst, schauen, dann ist ein himmelweiter Unterschied. Ja. Ja, eben auch, dass da was da beschrieben hat, oder diese 18 Formen von Wesen, die eben zum halb Tier, halb Mensch, Körper und so weiter. Ja. Das, und trotzdem sagt man Humanoide, oder? Ja. Eben, weißt, man geht davon aus, von dieser Menschenähnlichkeit mit 2 Armen, oder? Es gibt solche, die haben 6 Arme. Mhm. Ja, Tatsache. Mhm. Ja. Aber weißt, was dann unter der Haut ist, das ist etwas völlig anderes. Ja.
Das ist nicht das Fleisch und Blut, wo der Mensch dann als Humanoide hat, oder? Ja. Ja, allein bei den Säuremenschen, das ist alles, was die anfassen, da eben. Ja, das hättest du sollen sehen, das hättest du sollen sehen. Ja. Das hat er so. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll auf ihrem Planeten. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Löst sich alles auf, was du anfasst. Das ist ja irgendwie. Es hat sich nicht aufgelöst. Es hat sich wie eine Art eingebrannt. Ja, natürlich, aber die Oberfläche war ja, die Fingerabdrücke waren ja ja, natürlich. in der Motorhaube eingeätzt, sozusagen. Ja. Also. Ja, das ist kurlig gewesen, weißt du. Ich weiß nicht, wie das eigentlich vor sich geht, weißt du. Ich weiß es nicht. Ja. Am Morgen, wo wir da hinten rauf sind, das sind einfach die Autobetöppelt gsi, oder? Und Fingerabdruck, der Arm ab. Auf einem Ding ist sogar der Armabdruck gsi, weißt du? Die Hand und der Arm. Ja. Oder? Ja. Haben also da nicht einmal ein Kleid drüber gehabt, oder? Und, sondern wirklich der Arm abgedruckt und die Hand abgedruckt, oder? Ja. Gut. Ja, und dann ging es darum, dass ich fragte, dass diese Kugel mit der künstlichen Energie ja eine dauerhafte Veränderung bei Ihnen herbeigeführt hat. Ja, offenbar. Ja, also. Offenbar. Darum hat es ja so viel Suizid gegeben, wo die Menschen das nicht haben mögen ertragen, wo durchgedreht haben, oder? Weißt du? Ja. Gedanklich durchgedreht haben, oder? Was ist? Ja. Keine Ahnung, was für eine Energie das war und was die alles ausgelöst hat, das weiss ich nicht. Das haben sie mir auch nicht können sagen, was da gegangen ist. Die haben nur gesagt, es ist nicht ertragen worden, gedanklich nicht ertragen worden. Und dann haben sie sich umgebracht wegen, oder? Ja. Ich hatte halt dahingehend gefragt, dass mir schien halt, dass das auch zu einer genetischen Veränderung geführt hat, weil das ja ein Effekt, der über Generationen geblieben ist. Ist ja nicht, dass das nur in der Generation so war, sondern dann Nein, eben das auf ist übertragen worden. Ja. Und das ist übertragen dann worden. war hier die Antwort dann, Rückfall in primitives Verhalten ist evolutionsbedingt, wenn die noch genug, also genau, wenn die Evolution weit genug vorangeschritten ist, erfolgt kein Rückfall mehr. Ja. Die Plejaden würden bei Kontakt mit Erdenmenschen nicht in der Evolution zurückfallen, aber es würde zu Problemen und Hindernissen führen. Ja, und das wäre das, weil das nicht mehr verstanden oder noch nicht verstanden wird vom Erdling. Ja, also das ist, warum sie halt keinen Kontakt wollen. Sie wollen einfach keine Probleme und Hindernisse. Das würde Probleme auslösen. Das würde Massenselbstmord würde das provozieren. Bei den Erdenmenschen? Bei den Erdenmenschen. Ah ja. Nicht bei Ihnen? Nein, nicht bei Ihnen, sondern da. Ja. Weil der Mensch noch nicht fähig ist, um das zu verarbeiten, was dort vorhanden ist. Ja, ich stelle mir das so vor, dass er diese Harmonie nicht ertragen könnte. Ja. Das ist... Eben, das ist genau gleich. Das ist genau gleich, wie wenn du Menschen um dich herum hast, die haben Schmerzen für das und dieses und jenes. Der Einzige, je nachdem, genau die gleichen Schmerzen. Der eine mag das
eher vertragen als der andere. Ja. Ja, der andere kümmert sich überhaupt nicht einmal darum. Dass man das und dieses oder jenes weh tut. Ja, das verstehe ich bei dir auch nie, dass du mit deinen Phantomschmerzen immer so, du hast so strahlendes Gesicht und strahlende Augen und so, als ob das gar nicht da wäre, während andere bringen sich um wegen Phantomschmerzen. Ich weiß. Das ist nicht so, der andere da Dings und er hat sich auch umgebracht wegen, oder? Wieler oder wo, oder? Oberhalb von Wieler, wenn der Berg darauf geht. Ja. Also, das ist, gehört eigentlich zu Saarland. Ah ja. Ja. Ja, kann ich gut. Also das soll ganz. Der hat auch den linken Arm verloren. Der ist mit einem Töffli umeinander gefahren. Mit einem Mofa. Also schwerere Mofa, nicht das Einfache da, wo die Galnummer gebraucht hast dazu, oder? Und dann hat er so einen Dings gehabt, wo er hat können da seinen Armstummel reinstecken, weißt du, also eine Art, das Rohr, wo er hat können steuern dann. Und der hat sich dann umgebracht wegen der Phantomschmerzen, oder? Ja. Und ja. Und das werkt halt immer, das tut halt 24 Stunden im Tag tut das werken, das macht nicht immer so, oder? Ja. Da merke ich jeden Finger, alles zusammen, das macht nicht dauernd so, oder? Weißt und zeitweise, da kommt's halt an, weißt da fährst du zusammen, das kommt blitzartig, weißt du, das ist ja. Ja, vor allen Dingen, wenn das Wetter so umschlägt. Ja, hast du das Problem. Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Dann kommt's manchmal, oder? Ja. Und da fahrst du halt einmal zusammen, oder? Und die Safety fährt natürlich auch zusammen, wenn sie nebenzu Ja, natürlich. Oder? Ja, aber es kommt ja. Du weißt, das kommt unverhofft, ne? weißt, das kommt blitzartig, oder? Ja. Und da hört aber auch wieder nach einer gewissen Zeit dann auf, oder? Ja. Es geht dann einige Stunden, wo es dann mehr werket als sonst, oder? Und vielleicht einen halben Tag oder einen Tag oder 2 Tage, je nachdem. Ja. Und du spürst im Grunde noch deine linke Hand und deinen linken Arm, obwohl der da halt nicht mehr ist. Ja, oder? genau. Ja, das macht dauernd so, dass die Finger die sich da dauernd bewegen, weißt. Ah ja. Ja. Also das ist, was du fühlst, dass sie sich da immer bewegen, obwohl da sind ja keine mehr. Ja, das sind einfach Nerven, wo... Ja, die noch am Schaffe sind. Ja, genau. Ja, okay. Das ist etwas, wo man je nachdem, wie der Mensch halt denken tut und sich darauf einstellen tut. Der eine mag es verleiden, der andere halt nicht und der andere bringt sich halt um und ja. Ja. Oder? Ja. Das ist etwas, wo der Mensch kann lernen kann. Wo er sich darauf einstellen kann. Das hängt mit seinen Gedanken zusammen, wie er die steuert, oder? Also ist genau gleich, der eine schneidet sich in die Finger. Weißt du, und der andere, ja, haben wir halt geschnitten. Ja. Oder? Ja. Je nachdem, wie er denken tut, wie er sich verhalten tut gegenüber sich selber. Ja. Ja. Ja, vor allen Dingen nicht zu ernst nehmen. Ne? Ja, genau. Also das merke ich auch mit meinem Tinnitus. Je mehr ich mich darauf fokussiere, desto schlimmer wird. Ja, genau, so ist es. Weil ich sage, ja, oder auch wenn dann so, das schwankt ja auch in der Lautstärke. Und dann gibt's manchmal, wo es dann so richtig laut kommt, so ein lautes Piepen. Genau. Und dann merke ich, versuch dich zu entspannen. Und dann geht's auch wieder so auf den normalen Pegel wieder zurück. Genau, so ist es halt. Ja.
Aber in dem Moment erschrickt man sich dann doch. Also dann fängt man nämlich an zu sinnen und wenn das jetzt so laut bleibt, dann ist das wirklich eine Belästigung. Ne? Ja, eben, wenn etwas so blitzartig wie da, wenn es so blitzartig kommt, weißt, wo du selber, wo du einfach verschreckst, oder? Weil, wo dich nicht kannst dagegen wehren, aus dem Grund, weil es eben nicht weisst. Ja. Oder? Ja. Du kannst dich nicht drauf einstellen. Ja. Und wenn das auf einmal auch im Gehörgang so laut wird, Genau. das ist, erschrickst dich halt. Genau. Weil du hörst es ja. Also ist auch, es nur im Kopf vielleicht entsteht, aber. Genau. Ja. Und dann musst du dich erst wieder beruhigen. Ja. So, das nicht hinhören und Also, und entspannen vor allen Dingen. Das merke ich, wenn ich, das ist so ein Zeichen, dass ich angespannt bin eigentlich. Ne? Ja. Gut, also. Vielen Dank. Ja. Ich hatte dann noch, ganz kurz, eben gedankt, dass Sie diese gemeinsame Friedensmeditation gemacht hatten. Mhm. In den 80ern waren das, glaube ich. Ja. Wo die eben da, es waren ja Milliarden von Leute, die dann, und sie haben dann im Grunde diese Friedensenergie hier zur Erde geleitet irgendwie. Ja, weißt du, das ist ja sehr weg, wie wenn du deine Gedanken auf etwas ausrichten tust. Wenn du in einer Gemeinschaft bist und du richtest deine Gedanken auf irgendetwas auf, dann fangen die anderen das auf. Ja. Oder die einen können definieren, was es ist, die anderen können es halb definieren, die anderen spüren es einfach. Es kommt etwas von dem Menschen aus, von dir aus und so weiter und so fort. Je nachdem, wie seine Gedanken laufen, wie stark das, die können aufgenommen werden, definiert werden und so weiter und so fort. Je nachdem also genauso wie bei den Schmerzen. Der eine, der jubelt sich gerade an den Himmel rauf oder in die Hölle runter und weiss sich was. Und der andere sagt, das ist ja Wurscht, oder das ist, sind nur Schmerzen, oder geht wieder vorbei, oder weiss ich wie. Oder. Das kommt immer darauf an, wie der Mensch reagiert. Ja, aber diese Friedensmeditation machen Sie jetzt nicht mehr für die Erde, oder? Nein. Das war sozusagen, um diesen Friedensprozess zu initiieren auf der Erde. Ja. Und das hat dann so in den 90ern noch angehalten. Ja. Und jetzt ist wieder alles auf Krieg. Es bringt keinen Nutzen. Ja. Ja. Haben Sie es aufgegeben, es bringt wirklich keinen Nutzen. Ja. Das ist, dann geht's wieder los mit der Krieg. Da geht in der Ukraine, ja. Was da geht in Israel, Gazastreifen, Syrien, was da geht jetzt im fernen Osten hin. Der Macron hat ja eine grosse Schnur, was er für ein Held ist. Und wo da die Chinesen da Vorschriften machen und weiss ich was. Und China kriegt Stunk mit den Japanern, geht jetzt auf Flugzeug los und so weiter. In Kambodscha, da wird jetzt bombardiert und ja. Völlig verrückt. Ja. Also, wie in so kurzer Zeit wieder alles auf Krieg ausgerichtet wird. Ne? Ja. So innerhalb kürzester Zeit. Ja. Da eben, als die Sowjetunion zerfiel, lass uns reden. Ja. Und in China hat's halt nicht geklappt, da wurde es halt niedergeschlagen, die Demokratiebewegung, aber auch da hatte sich das ein bisschen geöffnet. So, ne? Und jetzt ist wieder, und die Leute lassen sich auch so leicht mitreißen. Ja. Ne? Also sie denken nicht selber. Wie Russland verteufelt wird. Ja. Also das ist so eine Propaganda. Das ist, und so offensichtlich, dass das Propaganda ist. Ja. Da lassen sich alle von anstecken. Ne? Der böse Putin, das ist also Bösewicht für alles. Ne? Ja.
Selbst wenn es die eigenen Verbrechen sind. Ja, was willst du machen dagegen? Du kannst rein gar nichts tun. Du kannst nichts anderes machen als reden, sagen, erklären. Ja. Mehr kannst du nicht. Ja, Leute sind einfach nicht, denken nicht. Ne? Ja. Du kannst nicht einmal sagen, du musst. Na. Du musst Frieden halten. Na. Das kannst du nicht sagen. Na. Du kannst nicht sagen, man sollte Frieden halten. Ja. Dann, wenn du das Wörtchen musst bringst, dann ist schon der Teufel los. Mhm. Dann ist schon ein Zwang. Ja. Du musst einem Menschen immer den freien Willen machen, du setzt. Ja. Ja, sonst immer gleich Widerstand. Ne? Ja. Starke, großes Ego und. Ja. Ja. Das ist leider so. Vielen Dank. Gut.